Herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY Video. Heute habe ich nochmal ein Video zum Thema Glaspainting für euch. Ich hatte ja schon mal ein Video dazu veröffentlicht und euch gezeigt, wie meine ersten Schritte und Anfänge mit Glaspainting waren. Und dieses Video kam richtig gut bei euch an. Trotzdem gab es jetzt noch sehr viele Fragen und deswegen habe ich gedacht, mache ich jetzt nochmal einen Teil 2 dazu. Wenn du das erste Video kennst, dann erinnerst du dich bestimmt an mein Lifa-Bild. Ich hatte ja ein Glaspainting gemacht zu Asna und eins zu Lifa. Bei Lifa hatte ich so Glasfarben benutzt, die gar nicht dafür geeignet waren eigentlich. Und dieses Bild habe ich in einem Livestream nochmal neu gemacht. Und dieses Bild sieht jetzt so aus. Natürlich habe ich das auch mit Acrylfarbe gemalt und auch wieder auf Glas. Ich habe ja in meinem letzten Video auch ganz normale Bilderrahmen benutzt, die ich noch zu Hause hatte. Das empfehle ich euch auch immer. Kauft euch günstige Bilderrahmen bei Teddy oder im 1-Euro-Laden und malt da einfach drauf. Es gibt auch spezielle Glasscheiben für Glaspainting, aber die sind nicht so leicht zu bekommen. Ihr bekommt die teilweise im Baumarkt oder im Bastelladen, aber die sind auch recht teuer. Deswegen empfehle ich euch immer, kauft euch günstige Bilderrahmen und nehmt einfach das Glas daraus. Heute möchte ich dir also gerne nochmal alle meine Tipps und Tricks für Glaspainting zusammenfassen, dir nochmal genau erklären, welche Materialien du dafür brauchst. Und ich werde heute auch ein paar Sachen zum Thema Acrylglas klären. Also viele haben mich gefragt, Tina, ich würde es super gerne mal auf Acrylglas oder auf Kunststoffglas machen. Und da gibt es ein paar Kniffe, die das für euch einfacher machen, weil Acrylglas sich einfach ganz anders verhält als richtiges Glas. Und damit würde ich sagen, habe ich jetzt auch genug gesagt. Ich zeige dir jetzt meine Tipps und Tricks für Glaspainting. Viel Spaß! Wie immer stelle ich die Materialien hier als erstes vor. Alle Materialien findest du auch in der Videobeschreibung noch einmal aufgeführt. Wie gesagt, nutze ich am liebsten Bilderrahmen mit einem Glas drin. Deswegen habe ich hier auch einen günstigen Bilderrahmen verwendet und nehme jetzt einfach das Glas daraus. Du kannst natürlich diese Glasscheiben kaufen. Wie gesagt, gibt es die im Baumarkt oder im Bastelladen, aber die sind um einiges teurer als so ein günstiger Bilderrahmen. Tipps für Acryl- und Kunststoffglas gebe ich weiter hinten im Video. Das hier sind wohl die zwei wichtigsten Utensilien. Ein schwarzer Permanentmarker mit einer relativ dünnen Spitze. Für mich hat sich der Sharpie hier bewährt. Vielleicht hast du einen anderen Liebling, den du gern benutzt. Und ich arbeite super gern mit so einem Bastelmesser oder Bastelskalpell, um zu dicke Linien und falsch aufgemalte Konturen wegzuradieren. Dann verwende ich für Glaspainting immer so dünne Haarpinsel, einen etwas breiteren und einen sehr feinen. Und dann brauchst du für Glaspainting auf jeden Fall Acrylfarbe. Diese hier ist von Action und super günstig und die finde ich einfach richtig gut für Glaspainting geeignet. Wenn du möchtest, kannst du wie ich so eine Malerpalette benutzen, um deine Farben anzumischen. Außerdem verwende ich etwas Washi-Tape, um meine Glasscheibe auf meiner Vorlage aufzukleben. Und bei der Vorlage wären wir auch schon beim Thema, denn du brauchst natürlich noch ein Bild. Ich würde dir als Anfänger immer empfehlen, wirklich ein Anime-Bild zu nehmen. Am besten ein Porträt von einem Charakter, denn da hast du große Flächen und das eignet sich einfach für den Anfang am besten. Ich habe mich hier für diese Vorlage entschieden und weil du dein Glaspainting ja gleich auf die Glasscheibe drauf malst und das Bild am Ende umdrehst, würde das Bild, wenn du es so rum aufmalst, am Ende falsch herum sein, also einmal gespiegelt. Deshalb habe ich dieses Bild schon direkt im Bildbearbeitungsprogramm, du kannst es auch im Schriftprogramm, einmal horizontal gespiegelt und dann direkt ausgedruckt. So malst du gleich das gespiegelte Bild auf deine Glasscheibe auf und dein Glaspainting kommt am Ende richtig herum raus. Ich hoffe, man versteht es. Du siehst es auf jeden Fall gleich, wenn ich anfange. Du kannst dein Bild auch hinterher spiegeln und einfach auf der Rückseite die Konturen mit einem Bleistift nachmalen. Das habe ich in meinem ersten Glaspainting-Video auch gezeigt. Und wenn du dein Bild gespiegelt und ausgedruckt hast, dann können wir auch loslegen mit dem Malen. Als erstes legst du jetzt deine gereinigte Glasscheibe auf deine Vorlage auf und zwar so, wie das Bild auch nachher sein soll. Ich möchte mein Bild hier gerne etwas weiter an der Kante malen, weil ich nachher noch Manga-Bilder an den Hintergrund machen möchte. Dafür schiebe ich jetzt mein Glas in die richtige Position und klebe es mit etwas Washi-Tape auf meiner Vorlage fest, damit nichts mehr verrutscht.
Und dann nehme ich mir meinen Permanentmarker und male die Linien damit nach. Du kannst dir hier so ein Tuch oder ein Wattepad nehmen und das unter deinen Handballen legen, um auf dem Glas immer hin und her zu rutschen und nichts zu verschmieren. Ein zusätzlicher Tipp von mir: Wenn du Rechtshänder bist, so wie ich, dann fängst du am besten auf der linken Seite des Bildes an und malst dich immer weiter nach rechts vor. Als Linkshänder fängst du natürlich rechts an und malst immer weiter nach links. Und so male ich jetzt erst einmal die ganzen Konturen auf. Einige Linien sind mir nicht so gut gelungen und an der Zunge ist es auch etwas dick geworden, aber das macht nichts, das können wir nämlich gleich ausbessern. Wenn du alle Konturen nachgemalt hast, dann nimmst du dein Bild wieder ab und kannst es dir schon mal anschauen. Am besten kontrollierst du auch gleich, ob du alle Linien nachgemalt hast. Mir passiert es nämlich manchmal, dass ich einige Linien vergesse. Ich nehme mir jetzt hier mein Bastelmesser und damit kratze ich zu dicke und zu breite Linien weg. Hier habe ich zum Beispiel ein bisschen übergemalt, das mache ich auch weg. Und so bessere ich Kleinigkeiten einfach aus. Ich finde, dieses Bastelmesser ist dafür wirklich perfekt. Also wenn du Glaspainting machst, kann ich dir das nur empfehlen, dir so eins zu holen. Und dann kannst du dein Glaspainting auch schon anmalen. Ich fange immer mit den weißen Flächen und den Glanzpunkten in den Augen an und male dann weitere weiße Flächen an. Bei diesem Bild zum Beispiel habe ich eine Spitze. Das war eine ganz schöne Herausforderung, da habe ich vorher nicht so drüber nachgedacht. Aber ich male diese Spitze einfach hier ganz grob mit meinem dünnen Haarpinsel nach. Und anschließend male ich das Kleid weiß an. Das beschleunige ich hier etwas, damit es nicht ganz so langatmig wird. Und nach dem Trocknen der Farbe siehst du, dass ich die auch ziemlich dick aufgetragen habe. Also mal auch unbedingt richtig schön dick auf und lasse die Farbe immer wieder zwischendurch antrocknen. Für die Spitze habe ich einen richtig coolen Trick für dich, denn dafür nehme ich mir jetzt auch wieder mein Bastelmesser und mache die Spitze an einigen Stellen auch wieder etwas schmaler, sodass die Pinselstriche nachher nicht ganz so dick und grob sind. Als nächstes male ich immer die Glanzpunkte in den Haaren an. Und dann mache ich weiter mit anderen Details. Du kannst dein Bild zwischendurch immer mal wieder umdrehen und gegen das Licht halten, um so zu sehen, ob du irgendwo noch Flecken hast, wo die Farbe nicht ganz deckend ist, damit du da nochmal nachmalen kannst. Als nächstes kommen die dunklen Stellen in den Augen dran. Da habe ich mir hier so ein Lila angemischt. Und wenn diese Schicht Farbe getrocknet ist, du kannst dir auch einen Föhn zur Hilfe nehmen und damit immer die Farben nach und nach antrocknen. Das mache ich auch ganz gerne. Dann kannst du mit der helleren Augenfarbe einfach drüber malen und das komplette Auge anmalen. Jetzt geht es an die erste größere Fläche und zwar an die Haare. Da kannst du dir auch eine Farbe zurechtmischen. Ich habe mir hier zum Beispiel Rot, Pink und etwas Gelb zurechtgemischt, um die Farbe einigermaßen gut hinzubekommen. Und das trage ich dann mit einem etwas dickeren Haarpinsel auf, um die großen Flächen so möglichst schnell zu bemalen. Kleinere Stellen kannst du natürlich mit dem feineren Pinsel nachher nachmalen. Und wie gesagt, dreh immer wieder dein Bild um auch wirklich zu sehen, dass du alle Stellen angemalt hast. Und dann lässt du die Farbe erstmal wieder antrocknen. Jetzt mische ich mir hier ihre Hautfarbe an. Für diese helle Hautfarbe, die viele Anime-Charaktere haben, mische ich mir immer erstmal etwas rosa, also rot und weiß, und anschließend gebe ich ein wenig gelb dazu. Und dann mischst du einfach immer noch etwas weiß dazu, um die Hautfarbe so hinzukriegen, wie sie bei dem Anime- oder Manga-Charakter auch aussieht. Auf meiner Vorlage sieht man ganz gut, dass hier viele Schattierungen sind.
Die kannst du gerne mitmalen. Dafür legst du dein Glas einfach wieder auf dein Bild auf und malst als erstes die Schattierungen auf. Du musst es aber nicht. Ich zum Beispiel bin etwas zu faul dazu, bin ich ganz ehrlich. Deswegen male ich bei Glaspainting nie Schattierungen mit. Und ganz zum Schluss habe ich den Hautton mit Weiß noch etwas aufgehellt, um so die Stellen unter ihrem Spitzenkleid noch nachzumalen. Und anschließend habe ich das Ganze natürlich trocknen lassen. Mein Bild sieht jetzt so aus. Und jetzt kommt der schönste Moment beim Glaspainting, das Umdrehen und das Ergebnis. Ich bin mit diesem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Auch mit der Spitze, die ist ganz gut geworden, auch wenn sie nicht perfekt ist. Aber im Großen und Ganzen finde ich dieses Glaspainting wirklich sehr, sehr schön. Aber wie du weißt, war dies nicht mein erstes Glaspainting. Deswegen habe ich mir gedacht, möchte ich gerne zum Schluss noch einmal meine ganzen Tipps und Tricks für dich zusammenfassen. Wie gesagt, die Materialliste findest du in der Videobeschreibung, falls du sie suchst. Und ich trage dir jetzt meine Tipps und Tricks für Glaspainting einmal auf Glas und einmal auf Kunststoff zusammen. Als erstes sind hier meine Tipps und Tricks für Glaspainting auf Glasscheiben. Neben den üblichen Materialien solltest du auf jeden Fall ein Bastelmesser oder Bastelskalpell verwenden, um falsch aufgemalte Linien wegzukratzen. Übrigens kannst du mit dem Bastelskalpell auch Acrylfarbe wegkratzen. Farbschichten solltest du nach dem Auftragen unbedingt erst einmal antrocknen lassen, damit sich die Farben während des Malens nicht vermischen können. Dafür könntest du entweder warten, bis die Farbe getrocknet ist, oder du benutzt einen Föhn, das mache ich auch sehr gerne. Damit das Glaspainting günstig bleibt, solltest du dir nur Grundfarben an Acrylfarbe kaufen und diese einfach mischen. Dafür könntest du eine Mischpalette nehmen, so wie ich das gemacht habe, und misch dir dann die Farben so an, wie du sie brauchst. Benutze zum Malen unbedingt einen feinen Haarpinsel und keinen Borstenpinsel, damit lässt sich die Farbe richtig schön aufstreichen. Und denk unbedingt daran, die Farbe dick aufzutragen und nicht zu dünn und das Bild zwischen dem Malen und dem Trocknen lassen immer mal wieder umzudrehen, um von der Vorderseite zu sehen, ob du irgendwelche Lücken und Löcher hast. Sollte dir ein Bild mal misslingen, also richtig schrecklich aussehen am Ende, das hatte ich auch schon, dann kannst du das Bild einfach mit dem Bastelmesser etwas anritzen und anschließend abkratzen. Außerdem ist auch ein Glasreiniger sehr gut geeignet, um alte Acrylreste und auch den Permanentmarker wieder von Glasscheiben abzubekommen. Und damit kommen wir zu meinen Tipps und Tricks für Glaspainting auf Acryl- und Kunststoffglas. Da sich diese Oberfläche wirklich ganz anders verhält als normales Glas, gibt es etwas, was du unbedingt machen solltest. Und zwar solltest du deiner Acrylfarbe immer einen Tropfen Bastelkleber mit hinzumischen. So zieht sich die Acrylfarbe nicht wieder zurück und du hast keine Löcher in deiner Farbe. Mein zweiter Tipp an dich: Benutze bei Acrylglas niemals ein Bastelmesser oder Bastelskalpell, denn damit würdest du dir deine Oberfläche zerkratzen und das Bild ist nachher gar nicht mehr schön. Ansonsten kannst du alle Tipps und Tricks, die ich schon für Glasplatten empfohlen habe, so anwenden. Ich hoffe sehr, dieses Video konnte dir helfen. Wenn dir meine Tipps und Tricks geholfen haben und du jetzt auch große Lust auf Glaspainting hast oder das vielleicht sogar schon mal gemacht hast, schreib mir das super gerne in die Kommentare. Ich freue mich auch immer sehr über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video geholfen hat. Und wenn ihr mir natürlich ein Abo dalasst, das würde mir immer sehr helfen. Wenn du jetzt noch Lust auf andere DIYs zu Anime und Manga hast, dann habe ich hier noch 2 Videos für dich. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann!